Heute zeigen wir euch, wie wir unterwegs beim Wildcampen duschen, wie das mit der Wildtoilette funktioniert, welche Reinigungsmittel wir nutzen, wie wir Wäsche waschen und am Ende vom Video verraten wir euch noch unseren absoluten Geheimtipp, wie man ganz unangenehmen Schweißgeruch vermeidet. Wir haben mittlerweile knapp 500 Nächte im ZOT verbracht und haben das wirklich bei allen Temperaturen schon erlebt, also bei Schweden -7 Grad oder im Oman bei weit über 40 Grad. Und in der Zeit haben wir uns wirklich einige Tricks rund um das Thema Körperhygiene auf Radreise angeeignet und die 10 besten Tipps, die zeigen wir euch heute. Fangen wir mit dem scheinbar selbstverständlichsten Thema an, das aber, wenn man länger unterwegs ist, wirklich alles andere als selbstverständlich ist. Und zwar das Thema Wasser. Es ist eine Illusion, dass man beim Wildcampen immer nur an einer Wasserquelle ist, also dass man einen Fluss oder einen See in der Nähe hat. In der Realität sieht es nämlich ganz anders aus. Und das sind die absoluten Ausnahmen. Man muss sich also rechtzeitig, bevor man das Zelt aufstellt, sich um Wasser kümmern. Wir haben uns angewohnt, dass wir abends zusätzlich zu unseren Trinkflaschen einen 10 Liter Wassersack auffüllen. Dafür klopfen wir einfach bei jemandem zu Hause an und fragen nach Wasser. In den allermeisten Fällen beschert uns das eigentlich immer eine schöne Begegnung mit den Menschen vor Ort. Man hat hilfreiche Tipps und manchmal kriegt man sogar Obst, Kuchen oder Brot überreicht. In den kalten Jahreszeiten fragen wir eigentlich immer nach warmem Leitungswasser, weil dann haben wir nämlich eine warme Dusche. Und wenn wir mal kein warmes Wasser kriegen, aus irgendeinem Grund, dann nehmen wir einfach das kalte Wasser und kochen das auf und mixen dann das heiße Wasser mit dem kalten Wasser zu einer angenehmen Duschtemperatur. Mit unserem 10 Liter Wassersack und unseren Trinkflaschen haben wir wirklich ausreichend Wasser, um am Abend zu duschen, zu kochen, Geschirr abzuwaschen und zu trinken. Also da müssen wir wirklich nicht einmal sparen beim Wasser. Unseren Wassersack von Ortlieb, den können wir allerdings nur bedingt empfehlen. Also wir haben einen 5 Liter Sack und 2 10 Liter Säcke. Wir haben die alle in den letzten 4 Jahren intensiv genutzt. Und ich weiß nicht, was wir falsch machen, aber bei uns sind alle beim Gewinde undicht. Manchmal mehr, manchmal weniger. An manche Tage da tropft gar nichts raus, an anderen Tagen rinnt es förmlich raus. Wir wissen nicht warum. Wir können das also nicht so empfehlen. Scheinbar sind die Wassersäcke von MSR besser. Ob das Gerücht stimmt oder nicht, können wir nicht beurteilen. Wir haben es aber noch nie ausprobiert. Aber es gibt auch zu diesem Wassersack einen Duschaufsatz, wo dann das Wasser wie aus einer Dusche rauskommt. Wir haben das am Anfang auch dabei gehabt. Wir haben das als sehr sinnlos und unnötig empfunden und haben uns irgendwann davon getrennt und nutzen jetzt einfach nur mehr das normale Ventil. Und zum Thema Wasser nur 2 kleine Tipps am Rande. Und zwar, wenn es einmal kein Trinkwasser gibt, dann haben wir immer einen kleinen Wasserfilter dabei. Der wiegt wirklich überhaupt nichts, hat ein kleines Packmaß und jedes Wasser lässt sich da ganz schnell in Trinkwasser umfiltern. Und unser zweiter Tipp am Rande ist eine Thermosflasche. Und zwar hält die nicht nur im Winter einen Tee warm, sondern auch im Sommer Wasser kühl. Und das kann unter Umständen an solchen heißen Sommertagen wie zum Beispiel heute echt eine richtige Erfrischung sein. Kommen wir mal jetzt zum zweiten Thema, und zwar zum Thema Duschen auf Radreise. Also Duschen auf Radreise, das ist so ein Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel wie da neben einem Fluss ist oder an einem See, dann ist es eh selbstverständlich. Man ruft rein, wascht sich, es ist super einfach. Wenn man aber sparsam mit dem Wasser umgehen muss, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich zum Beispiel mit der Radlflasche, wenn man wache Radlflaschen hat, kann man sehr gut dosieren. Also da kann man sich ja wirklich mal mit einem halben Liter oder so waschen. Und eine zweite Variante ist eine gewöhnliche PET-Flaschen. Man macht oben ein Loch in den Deckel rein und dann kann man vielleicht sogar nur sparsamer als wie mit der Radlflaschen sie waschen. Wenn man wild campt, ist man des Öfteren ungestört, also es sieht dann keiner. Das heißt, man kann sich einfach ausziehen, kann sich das Wasser drüber laden und das ist wirklich einfach super zum Waschen. Wenn wir mal Meerwasser zur Verfügung haben, also das heißt, wir können unseren Wassersack auffüllen, dann können wir den auf den Baum aufhängen und dann ist es wirklich wie eine vollwertige Dusche. Und wenn man mal nicht so ungestört ist beim Zelten, dann kann man einfach das Außenzelt zum Beispiel aufstellen, dann hat man ein bisschen einen Sichtschutz und kann sie im Zelt, also man kann im Zelt dann eine Katzenwäsche machen. Auf unseren 500 Nächten, die wir im Zelt verbracht haben, können wir wirklich an einer Hand abzählen, wo wir ungewaschen in den Schlafsack eingekrochen sind. Das ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir jeden Abend zumindest Katzenwäsche haben. Und das haben wir sogar selbst im Oman, wo wir mehrere Wochen durch die Wüste gefahren sind, haben wir immer genügend Wasser gekriegt für zumindest eine Katzenwäsche.
Beim Haarwaschen, da schaut die Geschichte schon wieder ein bisschen anders aus. Das betrifft mich mit meiner Frisur nicht wirklich, aber dazu kann ich die Angie mehr sagen. Haare waschen unterwegs, das ist so ein Thema. Also bei solchen Temperaturen im Sommer ist es wirklich das Einfachste überhaupt und es kann sogar sehr erfrischend sein. Also wenn man jetzt irgendwo einen Brunnen oder irgendeine andere Wasserquelle unterwegs am Tag findet, dann füllt man einfach den Wassersack auf, hängt den irgendwo auf und wascht sich die Haare. Nichts Einfacheres als das. Aber bei kalten Temperaturen, in den kalten Jahreszeiten, da muss ich sagen, wird es echt zur Herausforderung. Mir geht es halt so, wenn ich mit nassen Haaren ins Bett gehe, bin ich am nächsten Tag verkühlt und die Haare, die trocknen ja überhaupt nicht, wenn es kalt ist. Und deswegen kann es unterwegs schon mal vorkommen, dass ja vielleicht einmal eine Woche lang die Haare nicht gewaschen werden können. Und damit man dann nicht ganz so unselig ausschaut, habe ich einfach einen ganz einfachen Trick. Ihr habt es mir schon oft mit dem Stirnband gesehen, dementsprechend schaut das aus. Bei fettigen Haaren setzt man das einfach auf und die Sache ist eigentlich erledigt, bis man das nächste Mal wieder die Möglichkeit hat, dass man sich die Haare wascht. Das nächste Thema ist, wie man seine Wäsche auf Radreise wascht. Wäsche waschen, das ist wirklich ein leidiges Thema für uns. Also es braucht halt wahnsinnig viel Energie, wenn man seine Wäsche mit der Hand wascht. Das ist sehr aufwendig. Und deswegen schauen wir, dass wir wirklich immer nur die wichtigsten Dinge für uns unterwegs waschen, so wie zum Beispiel unsere Radlhosen oder unsere Radltrikots. Wir schauen eigentlich immer, dass, wenn wir jetzt irgendwo auf einem Campingplatz sind, in einem Hostel oder in einem Hotel, dass wir da eine Waschmaschine nutzen können, wo wir dann wirklich unsere komplette Wäsche waschen können. Besonders hervorheben möchte ich, dass wir 2 Radlhosen dabei haben. Das hat den Grund, dass wir beide nicht wirklich mit Unterwäsche fahren können und deswegen fahren wir ohne Unterwäsche. Und dadurch gehört natürlich die Radlhosen nur öfters gewaschen. Das heißt, wir schauen eigentlich fast jeden Tag, dass wir zumindest die Radlhosen, was wir angehabt haben, waschen können. Am nächsten Tag trocknet die und wir haben die anderen Radlhosen an und so ist das irgendwie so ein Rhythmus. Und die nasse Radlhosen, die wir gewaschen haben, da schauen wir, dass wir die trocken kriegen, indem wir es zum Beispiel einfach aufs Radl draufhängen und den Fortwind nutzen. Oder wenn wir einen Pausentag machen, dass wir es halt dann auf unserer Wäscheleine aufhängen. Damit die Handwäsche auch wirklich gut gelingt, braucht man richtig viel Wasser. Wir nehmen in der Regel einfach Wasser aus einem Fluss oder aus einem See, nehmen da kaltes Wasser her. Aber wenn man jetzt zum Beispiel seine Unterwäsche oder so waschen will, dann kann man auch mal mit dem Campingkocher das Wasser aufkochen, damit die Wäsche so richtig sauber wird. Was halt auch wichtig ist bei der Handwäsche, ist, dass man ein schönes Wetter hat, wie heute zum Beispiel, weil die Sachen dann halt einfach trocknen. Wenn es jetzt kalt ist, bewölkt ist, dann trocknen die Sachen einfach nicht und das fängt dann wirklich arg zum Stinken an und das will man halt natürlich auch nicht. In der Regel waschen wir bei der Handwäsche eigentlich immer nur die wichtigsten Sachen. Also wie gesagt, unsere Radlhosen, Radltrikot, Socken und solche Dinge. Die großen Sachen, so wie das Schlafsack-Inlay oder unsere Pullover, da schauen wir, dass wir die wirklich immer nur waschen, wenn wir eine Waschmaschine zur Verfügung haben. Das wichtigste Utensil für uns bei der Handwäsche ist eine Faltschüssel. Wir haben da eine Faltschüssel von Ortlieb, die haben wir seit 2018 dabei und wir sind richtig zufrieden damit. Die schaut heute noch aus wie neu. Also die ist einfach super, du kannst hingehen zum Fluss, zum See, kannst das Wasser super damit rausschöpfen und deine Wäsche da drin waschen. Wozu sie auch noch gut ist, wenn man jetzt seine Wäsche wascht, dass man das Grauwasser umweltschonend dann entsorgen kann. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist umweltschonende Pflegeprodukte, also Shampoo, Seife und andere Produkte. Wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren ist das Thema irgendwie ganz groß geworden. Also vorher, wie wir 2018 losgefahren sind, da war das überhaupt nicht in unseren Köpfen präsent und wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie wir eigentlich oder welchen Schaden wir eigentlich mit herkömmlichen Pflegeprodukten in der Natur bzw. vor allem in Gewässern anrichten. Jetzt sind wir echt froh darüber, dass sich das bei uns geändert hat und das Bewusstsein dafür wesentlich größer geworden ist und jetzt können wir euch mal sagen, wie wir das lösen. Von ganz perfekt sind wir da wirklich auch noch ganz weit entfernt. Aber was uns einen riesengroßen Schritt weitergebracht hat, war die Wiederentdeckung der Kernseife. Und zwar die Kernseife ist einfach laut unseren Recherchen die umweltfreundlichste Seife, die man nutzen kann. Wir halten ja nicht besonders viel von diesen ganzen Outdoor-Waschprodukten, die man so in Outdoor-Läden kaufen kann. Die Kernseife hingegen, die ist ein richtiges Alleskönner. Also man kann die für Haut, für Haare, für die Wäsche und sogar fürs Geschirr nutzen. Man braucht also nur eine Seife für alle Bereiche, das ist schon ziemlich genial. Ob das für alle funktioniert, das wage ich aber zu bezweifeln, weil Kernseife hat schon die Tendenz, die Haut eher auszutrocknen und jede Haut ist da ganz anders empfindlich.
Wir haben da zum Beispiel schon auch noch immer herkömmliche Seife und herkömmliches Haarshampoo dabei, also in dem Fall festes Duschgel und festes Haarshampoo. Weil wenn wir dann irgendwo in einem Haus übernachten und die Möglichkeit haben, eben das Grauwasser über den Kanal zu entsorgen, dann nutzen wir schon auch noch immer gern unsere normalen Pflegeprodukte. Das Gleiche gilt auch für die Wäsche. Wir haben immer für die Wäsche nur herkömmliche Reihe in der Tube oder irgendein flüssiges Waschmittel dabei, weil die Wäsche schon nun mal anders sauber wird, wenn man dann mit richtigen Waschmitteln die Wäsche wascht. Wenn man sich oder die Wäsche dann in einem Fluss oder in einem See wascht, dann ist keine Seife immer nur die beste Lösung und Kernseife vielleicht die zweitbeste Lösung. Wovon wir wirklich ganz stark abraten wollen, das sind Feuchttücher. Wir wissen, unter Reisenden sind die ganz stark verbreitet. Sie werden einfach als praktische Möglichkeit gesehen, am Abend Katzenwäsche zu betreiben. Aber sie produzieren einfach wahnsinnig viel Müll und ganz ehrlich, Waschlappen mit Wasser und Kernseife hat genau die gleiche Funktion. Wir haben zum Beispiel immer ein Mikrofaserhandtuch dabei, ein kleines und ein großes. Und das kleine, das kann man quasi wie ein Waschlappen benutzen und damit wunderbar Katzenwäsche machen, das Auswaschen, Aufhängen, Trocknen und man braucht überhaupt keine Feuchttücher dafür. Zusammenfassend kann ich sagen, wir sind da wirklich nur alles andere als perfekt und wenn ihr bessere Lösungen habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, beziehungsweise vielleicht habt ihr irgendwelche Links zu irgendwelchen interessanten Artikeln, die das näher erläutern, wie man damit besser umgehen kann. Je mehr Infos wir sammeln, desto besser, also ab damit in die Kommentare. Übrigens, wir betreiben neben diesem YouTube-Kanal auch unseren Blog www.saddlestories.at und dort gibt es ganz viele andere weitere interessante und wichtige Tipps und Tricks rund ums Thema Radreisen. Schaut gerne mal vorbei. Außerdem haben wir dort unseren Reisevortrag online gestellt. Unser Reisevortrag, wie wir mit unseren Rädern von Salzburg bis Malaysia in 20 Monaten unterwegs waren. Wer sich dafür interessiert, wer den sich gerne online anschauen will, der findet da alle Infos auf unserer Webseite. Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar zur Wildtoilette. Die Wildtoilette, das ist so ein ganz eigenes Thema. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir das handhaben. Und zwar ist es bei uns so, wir schauen in der Regel, dass wir öffentliche Toiletten nutzen können. In Europa geht es eigentlich relativ gut, aber wenn man mal irgendwo in Asien oder einfach in der Wildnis unterwegs ist, dann hat man natürlich nicht immer öffentliche Toilette zur Verfügung. Deswegen haben wir immer eine Schaufel dabei. Die Schaufel, die haben wir seit 2018 dabei. Das ist eine gewöhnliche Schaufel aus dem Baumarkt. Die ist aber relativ schwer. Deswegen haben wir uns das Teil jetzt zugelegt. Das wiegt nur ein paar Gramm, erfüllt genau den gleichen Zweck und ist natürlich halt, wie gesagt, wesentlich leichter. Bei der Wildtoilette, da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Ganz wichtig ist, dass man nicht neben einem Gewässer sein Geschäft verrichtet. Ganz wichtig ist, dass man nicht sein Geschäft einfach auf dem Boden verrichtet und ein Steinmännchen drauf macht. Das reicht nämlich wirklich nicht aus und das ist echt ekelhaft. Deswegen geht man in den Wald oder man versteckt sich irgendwo, grabt ein tiefes Loch, verrichtet sein Geschäft darin. Das Klopapier, das packt man ein, das nimmt man wieder mit und dann ist das Geschäft erledigt. Und wenn das jetzt nur zu ungenau war, dem haben wir noch ein Video unten in der Infobox verlinkt, wo man wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung kriegt. Und wenn man sich das Video angeschaut hat, dann kann wirklich nichts mehr schief gehen. Das nächste Thema betrifft die Periode. Ich habe ganz viele Fragen zu dem Thema bekommen und ich hoffe, ich kann euch ein paar in dem Video jetzt beantworten. Die wichtigste Frage war eigentlich, welche Periodenprodukte ich so empfehlen kann. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich unterwegs bin, dann würde ich überhaupt niemals auf Periodentasten oder andere wiederverwendbare Periodenprodukte zurückgreifen, weil einfach die Handhabung und die Reinigung unterwegs in der Wildnis ziemlich kompliziert und aufwendig ist. Deswegen sind für mich gewöhnliche Tampons einfach die hygienischste und unkomplizierteste Lösung. Und vor der Wildtoilette braucht es eigentlich auch überhaupt keine Angst haben. Es ist im Grunde ganz einfach. Man nimmt den Beutel, den man für sein Toilettenpapier hernimmt, auch für die Periodenprodukte mit. Und wenn man mal das Bedürfnis hat, dass man sie wascht, dann nimmt man halt einfach eine Flasche Wasser mit. Es ist wirklich sehr simpel. Und um ehrlich zu sein, empfinde ich persönlich die Wildtoilette als wesentlich hygienischer als so manche fragwürdigen öffentlichen Toiletten, die teilweise sehr ekelhaft sein können. Wer wirklich mehr Infos und ganz ausführliche Infos rund um das Thema Damenhygiene haben möchte, der kann einmal bei dem Kanal von der Belen vorbeischauen. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox.
Die hat wirklich ein ganz ausführliches Video zum Thema Damenhygiene auf Radreise gemacht mit sehr viel zusätzlichen, hilfreichen Tipps und Tricks. Nächstes Thema ist Rasieren auf Radreise. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich mir die Haare am Kopf immer schneiden kann und deshalb habe ich so einen Elektrorasierer dabei. Das Ding ist wahnsinnig schwer, aber es ist für mich einfach ein Artikel, was mir sehr wichtig ist, dass man eben, wie gesagt, die Haare am Kopf schneiden kann und den kann ich zusätzlich für den ganzen Körper hernehmen. Also das Ding ist bei mir immer dabei. Das Gute am Elektrorasierer ist, dass ich keine Pflegeprodukte brauche. Das heißt, ich nehme damit keinen Einfluss auf die Umwelt. Zusätzlich zum Elektrorasierer habe ich dann noch einen Nassrasierer dabei. Den nehme ich immer nur dann her, wenn wir irgendwie auf einem Campingplatz oder in einem Hotel sind. Und statt der Rasierseife nehme ich die Kernseife her. Das ist vielleicht nicht ganz optimal, weil es die Haut mehr austrocknet, aber wenn man es nicht oft macht, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und die Angie hat immer auch noch so einen kleinen Nassrasierer dabei. Kommen wir jetzt zu unserem vorletzten und zum 9. Tipp und das ist jetzt unser großer Geheimtipp, den wir am Anfang vom Video angekündigt haben, und zwar geht es darum, wie kann man Schweißgeruch vermeiden. Und ehrlich gesagt, bevor wir losgefahren sind, das erste Mal 2018, war das für mich die größte Sorge. Also ich habe immer Angst gehabt, dass ich unterwegs unangenehm riechen werde. Und ja, wenn man länger unterwegs ist, man muss ganz ehrlich sein, alle Gerüche lassen sich nicht vermeiden. Also es entsteht einfach mit der Zeit so ein gewisser Grundgeruch. Wir in Österreich würden das als Mürteln bezeichnen, das besonders stark wird, wenn man längere Zeit durch Regen fährt und die Sachen nicht mehr trocknen können. Wer sich erinnert, wir haben das in unserem Norwegen-Video mal die Situation gehabt, wo dann wirklich alle Sachen schon ziemlich gerochen haben, also sehr unangenehm gerochen haben. Aber um den Geruch soll es halt nicht gehen, sondern eher um den unangenehmen Schweißgeruch und gegen den kann man nämlich sehr wohl was machen. Und dazu haben wir 2 ganz wesentliche Tipps. Der erste Tipp ist Merino-Wolle. Also ich fahre ausschließlich mit 100%igen Merino-T-Shirts. Die Merino-Wolle, die hemmt den Geruch oder die Geruchsbildung extrem und das ist echt eine riesen Hilfe, wenn es dass man einfach ein bisschen besser riecht. Aber das ist nicht alles, und zwar haben wir nur einen zweiten, und das ist jetzt ein Tipp und das ist unser großer Geheimtipp, ist das selbstgemachte Deo aus Natron. Das ist wirklich ganz simpel hergestellt. Man kocht einfach Wasser auf, lässt es abkühlen. Wenn es abgekühlt ist, nimmt man einen Löffel und rührt das Natron ein. Dann füllt man das Ganze in eine Spraydose rein und schon hat man ein Deo-Spray. Man kann das Deo dann wirklich überall drauf sprayen, also auf die Haut, also unter die Achseln, auf die Füße, in die Schuhe, auf die Kleidung. Das lässt sich wirklich überall anwenden und ja, hemmt den Geruch. Und das ist einfach die simpelste Methode, weniger zu riechen. Wer das selbstgemachte Deo auf der Haut nicht so gut vertragen sollte, es gibt da Alternativen am Markt, und zwar das wären dann Deo-Cremes. Wir nutzen zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren die Deo-Cremes von der Firma Wolkenseife. Wir verlinken euch die Produkte in der Infobox. Die kann man wirklich sehr empfehlen, aber da gibt es sicher auch noch ganz viele verschiedene andere, die man da ausprobieren kann. Zum Schluss noch der wichtigste Tipp von allen: macht euch einfach nicht so viel Gedanken und probiert es einfach aus. Und wir versprechen euch, es ist alles viel einfacher als gedacht. Nach ein paar Nächten in der freien Wildnis erscheint das ganze Hygieneprozess als selbstverständlich und es ist wirklich kein großes Thema mehr. Für uns war es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, hilfreiche Tipps zu finden, weil für uns das alles so selbstverständlich anfühlt. Und wenn du dich traust, das Badezimmer unter den freien Himmel zu verlegen, dann wirst du merken, dass es auch wirklich schön sein kann. Nichtsdestotrotz ist auch ein Badezimmer schon ein angenehmer Komfort und wir können wirklich empfehlen, dass man vielleicht einmal die Woche oder je nachdem, wie du dich halt fühlst, eine Unterkunft nimmst und in einer Unterkunft übernachtest. Die längste Zeit, die wir jemals in der freien Wildnis verbracht haben, waren vielleicht 2 bis 3 Wochen und das war wirklich überhaupt kein Problem. Also los mit euch, schaut euch am Tag die Welt und in der Nacht den Sternenhimmel an und alles wird gut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.